Ich bin Julia Hillner. Ich bin Professorin am Exzellenzcluster Bonn Center for Dependency and Slavery Studies. Ich bin also Professorin für Abhängigkeitsforschung mit dem Schwerpunkt Antike, alte Geschichte und vor allem Spätantike. Also ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Ende des Römischen Reiches und den politischen, sozialen, kulturellen Transformationen der Epoche. Im Exzellenzcluster bin ich Co-Sprecherin. Ja, was bedeutet Co-Sprecherin zu sein? Es bedeutet vor allem ganz, ganz viel mit Menschen sprechen und organisieren. Der Führungsstil in einem Exzellenzcluster muss meiner Meinung nach abbilden, wie man zusammenarbeiten möchte. Und im Exzellenzcluster arbeiten wir gemeinschaftlich zusammen. Das heißt auch, dass die Co-SprecherInnen forschen und lehren. Das heißt, dass sie sich hereindenken können in die Aufgaben der anderen Mitglieder des Clusters. Es bedeutet aber auch, dass wir ganz viele Entscheidungen treffen müssen, personelle Entscheidungen, strategische Entscheidungen, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir das tun. Aber es ist sehr gut investierte Zeit, denn das gemeinsame Gespräch führt eben auch zu exzellenter Forschung. Also Exzellenz beruht auf 3 Faktoren. Zum ersten braucht man innovative, originelle Fragen. Dann zum Zweiten braucht man saubere Methoden, um diese zu erforschen. Und drittens müssen die Ergebnisse bedeutsam sein. Was bedeutsam ist interpretationswürdig natürlich. Es kann bedeutsam sein für ein einzelnes Fach, wie in meinem Fall für die alte Geschichte, für eine Fächerkombination oder gesamtgesellschaftlich. Und in unserem Falle, im Exzellenzcluster, geht es natürlich um die gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Denn wir erforschen Abhängigkeiten und starke asymmetrische Abhängigkeiten, Sklaverei, Zwangsarbeit, andere Formen von Ausbeutung, auch im häuslichen Bereich. Und das geht uns alle an. Das hat es durch die Geschichte hindurch gegeben und es gibt es leider heute auch immer noch, dass Menschen in abhängigen Verhältnissen leben. Und deswegen ist unsere Forschung für alle relevant. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist bei exzellenter Forschung, ist, dass wir uns bewusst machen, wie zeitintensiv sie ist, wie vieler Gespräche es natürlich auch bedarf. Also wir erforschen unsere Themen im Verbund aus vielen, vielen Perspektiven. Viele Fächer sind daran beteiligt. Also wir haben Fächer von der Archäologie bis zur Soziologie, von der Anthropologie bis zum alten Ägypten, also Ägyptologie. Und wie gesagt, da muss man drüber zusammenkommen. Das bedarf sehr viel Zeit. Gründliche Methoden entwickeln bedarf auch sehr viel Zeit. Und insofern muss auch gesellschaftlich und finanziell in exzellente Forschung investiert werden. Denn sonst können wir sie nicht machen. In meiner eigenen Forschung zum Beispiel, also eines meiner Projekte beschäftigt sich mit den Methoden, wie man Personen, die in historischen Materialien, aber auch in anderen Dokumentationen nicht mit Namen genannt sind, wie man diese sichtbar macht und wie man sie auch besser analysiert. Denn wir hängen uns oft an Namen auf und damit geht unser Blick sehr schnell zu sehr sichtbaren Personen. Abhängige Menschen sind aber in unseren Quellen oft unsichtbar. Und das ist auch einer der Gründe, warum Abhängigkeiten fortbestehen, weil wir sie halt einfach nicht wahrnehmen, weil unsere Normierung ist das Sichtbare. Und insofern auch wenn meine Quellen althistorisch sind die Ergebnisse, die ich herausbekomme, vor allem zu den Methoden, und da geht es auch ganz viel um digitale Methoden, wie man Menschen sichtbar machen kann, die sind natürlich relevant auch für andere Fächer und ich würde sagen auch also über den universitären Bereich hinaus. Denn Menschen leben eben in unsichtbaren Verhältnissen, in häuslichen Verhältnissen, werden dort ausgebeutet. Wir sehen sie nicht und das muss man sich immer bewusst machen, dass man die mitdenkt. Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen interdisziplinär und transdisziplinär. Also interdisziplinär ist, wenn man wirklich sich sozusagen die Fragen oder Methoden eines anderen Faches aneignet und die halt auch benutzt. Das ist unglaublich schwer, denn vor allem in den Geisteswissenschaften sind wir halt sehr fächergebunden. Was wir im Cluster gemerkt haben, ist, dass wir über Themen sehr schnell zusammenkommen und da auch interdisziplinär arbeiten können. Also zum Beispiel eine Frage wie zu den namenlosen Personen. Unsichtbarkeit betrifft uns alle, aber wie wir die dann sichtbar machen oder wie wir die Unsichtbarkeit analysieren, auch die Rolle von Unsichtbarkeit, das ist von Fach zu Fach unterschiedlich. Also zum Beispiel in der Archäologie
man muss Personen mitdenken, man hat aber oft nur Überreste und die sind oft noch nicht mal sichtbar. Das heißt, die Archäologie hat bestimmte Methoden, natürlich ihre Materialien zur Erforschung, Ausgrabungen zum Beispiel. Aber Ausgrabung ist was ganz anderes als eine Textanalyse, wie ich sie halt oft mache. Und insofern ist es sehr schwierig, über Methoden zusammenzukommen. Und da würde ich sagen, wir arbeiten eher transdisziplinär. Das heißt, wir hören uns einander zu, was sozusagen meiner Meinung nach das Wichtigste an transdisziplinärer Arbeit ist, dass man sich gegenseitig zuhört. Und im Cluster haben wir eine kleine Institution gegründet, die nennt sich Methods Lab, wo wir auch ein bisschen experimentieren können mit anderen Methoden in anderen Fächern, ohne dass das jetzt dazu führt, dass wir die Methoden dann auch wirklich anwenden, nur um sich halt mal besser kennenzulernen und zu merken, dass wir auch unsere Fragen auch gemeinsam beantworten können. Also für mich ist ein Team eine Gruppe von Menschen, die auf Augenhöhe miteinander arbeitet, also möglichst unhierarchisch. In meinem eigenen Arbeitsbereich habe ich natürlich wie alle ProfessorInnen ein Kolloquium, aber mein Kolloquium, was sich dann auch Englisch nennt, Writing Group, ist so gestaltet, dass alle Texte vorlegen müssen, die wir gemeinsam lesen, auch ich. Also meine eigenen Texte werden von meinen Studierenden, also vor allem meinen DoktorandInnen und meinen Postdocs auch sozusagen kritisch gewürdigt. Das hilft uns ganz viel zu verstehen, dass alle eigentlich im selben Boot sitzen und auch ich, wenn ich schreibe, habe diese oder jene Probleme, meine Gedanken irgendwie auszudrücken oder eine logische Argumentation zu entwickeln. Und das ist für mich ganz wichtig, dass meine DoktorandInnen das sehen, dass ich halt genau die gleichen Probleme habe wie sie. Und das ist für mich Teamwork.